Locker leichter Reis mit leuchtend grünem Spinat und belebender Würze von Fenchel und einem Hauch Minze. Palak Pulao ist eine schnelle Reispfanne, die zu allem passt. Unser Palak Pulao ist wirklich das perfekte Rezept für unter der Woche, weil es geht ruckzuck. Besonders wenn ihr noch Reis übrig habt, so machen wir das auch immer. Wir kochen ein bisschen mehr Reis und verbrauchen ihn dann innerhalb der nächsten 3 Tage. So kann man aus dem Reis auch immer was Neues machen. Falls ihr keinen fertigen Reis habt, dann kocht ihn am besten nach der Nudelmethode zu 80% vor, bis er bissfest ist, und lasst ihn auf einem großen Blech kurz ausdampfen. Hier habe ich unseren vorgekochten Reis, das ist jetzt der Tilda Extra Long Basmati. Das ist diese Packung hier und der eignet sich besonders gut für Pulaus und Biryanis, aber ihr könnt auch den normalen Basmati nehmen oder die Vollkornvariante. Wusstet ihr, dass die Reiskörner nach dem Erkalten kristallisieren, wodurch sich resistente Stärke bildet und man dadurch weniger Kalorien aufnimmt? Was uns aber wirklich interessiert ist, dass der Reis nach dem Kristallisieren die perfekte Textur bekommt, um ihn danach weiter zu verarbeiten. Wir haben uns heute für das Video schön frischen Spinat geholt, aber ich koche das auch ganz oft mit TK-Spinat. Den werde ich heute mal vorblanchieren. Den werde ich jetzt gleich blanchieren und dann kann ich euch sagen, wie viel frischen und wie viel TK-Spinat man nehmen sollte. Es gibt ja verschiedene Sorten Spinat und den hier, den mag ich besonders gerne. Den kocht auch immer meine Mama und sie lässt sogar diesen Strunk dran. Sie halbiert es dann quasi nur und dann wird es zusammen mit Gewürzen angebraten. Super simpel und ich esse es total gerne. Den haben wir jetzt gekauft im türkischen Geschäft. Gehen wir gerne einkaufen, weil da hat man eine gute Gemüseauswahl. Schmeckt auch besser als die abgepackten, die man abgepackt kaufen kann, nur die Blätter. Da finde ich, schmeckt der hier nochmal besser. Ich trenne die Blätter und die Stiele, weil ich sie unterschiedlich lange blanchieren lasse. Den Spinat haben wir einmal gewaschen und die Resterde bekommen wir durch das Blanchieren weg. Die Stiele kommen für 1 Minute in kochendes Wasser. Dann folgen die Blätter für eine weitere Minute. Durch das Blanchieren bekommen wir eine besonders kräftige Farbe, die wir für unser Pulao haben wollen. Der Spinat wird kalt abgeschreckt, damit der Kochprozess direkt gestoppt wird. Jetzt drücke ich ihn noch aus, bevor ich ihn weiterverarbeite. Der Spinat wiegt jetzt übrigens 1/4 weniger als vorher. Besonders lecker schmeckt der Spinat, wenn ihr ihn mit Minze und Koriander kombiniert. Zusammen mit einer gehackten Tomate püriere ich die Zutaten, bis ich eine feine, gleichmäßige, tiefgrüne Masse habe. Aufgrund dieser intensiven Farbe war Spinat in Südasien übrigens auch als Persian Green bekannt, denn ursprünglich stammt der Spinat aus Persien. Bratet in der Pfanne ein wenig Kreuzkümmel und Knoblauch an. Dann folgt eine Prise gemahlener Fenchel. Fügt jetzt das Spinatpüree hinzu und salzt es nach Belieben. Denkt dran, dass wir später noch Reis dazu kombinieren werden. Bratet den Spinat ca. 2 bis 3 Minuten an. Er sollte nicht wässrig sein. Jetzt können wir den Reis dazugeben. Seid dabei sehr behutsam und arbeitet ihn vorsichtig mit einem großen Spatel unter, damit die Körner nicht kaputt gehen. Bratet den Reis so lange, bis er gleichmäßig erhitzt ist und schön dampft. Ich muss sagen, mit frischem Spinat wird die Farbe noch schöner als mit TK-Ware. Schaut euch die Farbe an, das ist ein echter Blickfang. Am Ende solltet ihr den Reis unbedingt mit Zitronensaft beträufeln und mit gerösteten Mandeln garnieren. Der fertige Reis passt wirklich zu allem. Ihr könnt dazu Kebabs machen oder ihn zu unseren gebackenen Süßkartoffeln servieren. Besonders gut macht sich unser Palak Pulao auf einem indischen Thali. Für weitere tolle Reisrezepte schaut euch unsere passende Playlist dazu an. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!